Hallo, ich möchte euch heute die 3 Bücher vorstellen, die ich im April gelesen habe. Das waren 2 Jugendbücher und ein Sachbuch. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war Witchwood von Tahir Maffi. Das ist der zweite Teil aus der Furthermore-Reihe. Den ersten Teil habe ich nicht gelesen, aber ich fand es nicht so schlimm. Also ich habe das erst beim Lesen gemerkt, weil 2 Charaktere, die dann auftauchen, die Hauptcharaktere aus dem ersten Teil sind. Aber es hat so eine Verschiebung stattgefunden, das heißt, der Hauptcharakter ist jetzt ein anderes Mädchen. Das heißt, er enthält vielleicht Spoiler für den ersten Teil, aber so jetzt den zweiten Teil ist eine komplett in sich geschlossene Geschichte, würde ich eher sagen. Insgesamt fand ich die Geschichte sehr gut geschrieben, also ich habe es als Hörbuch gehört und es hat mich sehr gut in unterschiedliche Stimmungen versetzt und so eine Atmosphäre kreiert, weil es so gut geschrieben war. So genremäßig würde ich sagen, dass es so Richtung Märchen geht und inhaltlich geht es um das Mädchen Layli, die so 12 bis 14 Jahre alt ist und seit einiger Zeit ihren Unterhalt damit bestreitet, dass sie Leichen wäscht und darauf vorbereitet, beerdigt zu werden. Aber ich hatte ja gesagt, dass es so märchenhaft ist. Das heißt, dieses Reinigen der Leichen hat auch damit zu tun, dass die Seelen und Geister diese Welt verlassen können. Und Layli sieht auch die Seelen oder Geister halt von den Verstorbenen. Dadurch ist diese Geschichte so ein bisschen gruseliger und ein bisschen makaberer geworden, als ich erwartet hätte. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist diese Arbeit für so ein junges Mädchen sehr kräftezehrend und deswegen soll sie Hilfe bekommen. Und genau, diese Hilfe funktioniert am Anfang auf jeden Fall nicht so gut und dadurch beginnt diese Geschichte überhaupt erst so ins Rollen zu kommen. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, ist Nixia von Scott Rainton. Dieses Buch hatte ich ja auch im TBR-Tag-Video schon genannt, als ein Buch, auf das ich mich sehr freue, es weiterlesen zu können. Ich würde also sagen, insgesamt ist es ein sehr spannendes Sci-Fi-Buch für mich zumindest gewesen. Es geht darum, dass der schwarze Jugendliche Emmett zusammen mit 9 anderen Jugendlichen auf einen Planeten geschickt wird, wo es relativ feindliche Alien gibt. Sie beginnen die Reise sofort und diese Reise dauert ein Jahr. In diesem Jahr, also ungefähr Jahr, werden sie dann ausgebildet. Diese Ausbildung ist sehr auf Konkurrenz aufgebaut und soll die Kinder auf jeden Fall verändern und vorbereiten auf diese fremden Planeten. Von diesem Buch könnt ihr keine Weltraumschlachten erwarten und auch keine Weltraumphysik, sondern es geht hier darum, dass Emmett sich im Laufe dieses Jahres ziemlich verändert durch diese Ausbildung und sich auch die Beziehungen von ihm zu den anderen Jugendlichen verändern, also insgesamt so um die Gruppendynamik, die entsteht. Insgesamt hat mir dieses Buch sehr, sehr gut gefallen. Leider kamen auf die letzten 10 Seiten nochmal so neue Geschichtsstränge dazu, die eigentlich nicht unbedingt nötig waren, aber jetzt so Cliffhanger sind für den zweiten Teil, dann ist es eine Serie. Und diese neuen Geschichtsstränge haben mir nicht ganz so gut gefallen. Aber wie ich es bei Harry Potter einfach auch mache, ignoriere ich einfach die letzten 10 Seiten und ohne die ist dieses Buch richtig, richtig gut. Und ich werde auf jeden Fall den zweiten Teil auch lesen und dann ergibt es vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn und dann gefällt mir das Ganze insgesamt vielleicht besser, weil es eine rundere Geschichte wird. Aber so mein Leseerlebnis mit diesem Buch war sehr, sehr schön. Und das letzte Buch, das Sachbuch, was ich im April gelesen habe, ist Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund von Jerome C. Robinet. Dieses Buch habe ich freundlicherweise als Rezensionsexemplar vom Hansa Berlin Verlag zugeschickt bekommen. Dies ist ein autobiografisches Buch von dem Transmann Robinet. Er erzählt hier von seinen Alltagserfahrungen in Deutschland, die er macht, seitdem er jetzt im Alltag als Mann gelesen wird und nicht mehr als Frau. Er macht das beispielhaft, also mit vielen Anekdoten, aber dabei ist auch immer so ein bisschen allgemein Hintergrundwissen dabei für Leute, die sich vielleicht noch nicht so damit beschäftigt haben. Und er geht einfach viel darauf ein, wie jetzt an ihn andere Erwartungen gestellt werden und sein Verhalten anders interpretiert wird, weil er jetzt als Mann gelesen wird und nicht mehr als Frau. Und
Ein Teil, der auch dabei ist und auch ja schon im Titel drin vorkommt, womit er gar nicht gerechnet hatte vor dem Beginn seiner medizinischen Transition, ist, dass er jetzt nicht mehr als weiß gelesen wird. Das waren die 3 Bücher, die ich im April gelesen habe. Wie immer habe ich versucht, mich kurz zu fassen. Also, wenn ihr Fragen zu den Büchern habt, stellt sie mir gerne. Ich rede doch gerne noch ein bisschen länger über diese Bücher. Ansonsten war's das. Bis bald!